Herzlich willkommen im Walzergarten Herrenberg. Schön, dass ihr uns zum Klettern besucht. In diesem Video erfahrt ihr alles, was ihr wissen müsst, damit ihr bei uns klettern könnt. Nachdem ihr euch an der Kasse angemeldet und bezahlt habt, wird die Kletterausrüstung an der Gurtausgabe abgeholt. Hier können auch kleinere Wertgegenstände verstaut werden. Die Kletterausrüstung sollte niemals den Boden berühren. Hängt euch die Ausrüstung am besten über die Schulter und nehmt den Helm in die Hand. Angezogen werden die Gurte im Übungsparcours. Im Übungsparcours angekommen, suchst du dir einen Platz am Netz, um den Gurt anzuziehen. Wir starten mit dem Anziehen des Hygienetuchs. Das Tuch auf links drehen, die Hand in das Tuch stecken und nun das Tuch auf die Stirn drücken. Jetzt kannst du das Tuch von vorne nach hinten über den Kopf ziehen. Alle Bereiche, die Kontakt zum Helm haben, sollten abgedeckt sein. Der Helm kann an der Rückseite und am Kinnriemen ähnlich wie ein Fahrradhelm eingestellt werden. Der Helm sitzt richtig, wenn das Logo vom Waldseilgarten nach vorne zeigt und der Helm aufrecht wie ein Fahrradhelm auf dem Kopf sitzt. Nun kommen wir zum Anziehen des Klettergurts. Die Sicherungskarabiner werden in die Mitte des Netzes gelegt. Die Zentralöse soll auf der Kante des Netzes liegen. Nimm jetzt in jede Hand ein hellgraues Band und mache für den bequemen Einstieg zuerst einen Schritt nach hinten. In jede Hand nehmen wir zusätzlich zum hellgrauen Band eines der schwarzen Bänder mit orangenem Rand. Die schwarze und orangene Schleife, die du nun siehst, sind die Beingurte. In diese steigst du nun wie in eine Hose ein. Das rechte Bein kommt in die schwarze Beinschlaufe, das linke in die orangene Schlaufe. Den kompletten Gurt ziehst du nun wie eine Hose mit Hosenträgern nach oben und ziehst schließlich die Schultergurte über die Schultern. Bevor wir den Gurt anpassen, kontrollierst du, dass kein Gurtmaterial verdreht ist. Achte zudem darauf, dass die Schnallen wie hier vom Körper weg zeigen. Jetzt passt du den Gurt noch etwas an. Zuerst wird der Hüftgurt eingestellt. Um das schwarz-orangene Gurtband festzuziehen, findest du auf Hüfthöhe diese Schnallen mit dem schwarzen kurzen Band. Dieses kurze Band mit einer Hand festhalten und dann den Hüftgurt entsprechend anpassen. Dieser sollte wie ein Gürtel auf der Hüfte sitzen. Achte beim Hüftgurt darauf, dass du die Bänder auf beiden Seiten des Hüftgurts gleichmäßig verstellst. Zur Kontrolle überprüfst du, ob am Ende beide Laschen gleich lang sind. Nun werden die Beinschlaufen angepasst. Wie beim Hüftgurt hältst du die kurze schwarze Lasche fest und ziehst die Beinschlaufe entsprechend auf beiden Seiten fest. Diese sollte so fest angezogen werden, dass noch eine Handfläche zwischen Gurtband und Hose passt. Nun ziehst du die Schultergurte fest. Achte darauf, dass diese nicht mehr rechts oder links von der Schulter rutschen dürfen, ihr aber trotzdem bequem aufrecht stehen könnt. Nun wird aufgeräumt. Das überschüssige Bandmaterial kann mit Hilfe der schwarzen Gummibänder an den Gurt geschoben werden, so dass es dich beim Klettern nicht stört. Wirf zum Schluss noch einen Blick auf das Rückenkreuz. Dieses sollte zwischen den Schulterblättern liegen. Rauchen ist im Gurt nicht erlaubt. Zu offenem Feuer bitte mindestens 5 Meter Abstand halten. Für den Toilettengang muss der Gurt ausgezogen werden. Anschließend die Gurte bitte wieder selbstständig anziehen und bevor du weiterkletterst von einem Waldseilgartentrainer kontrollieren lassen. Hier siehst du unser Sicherungssystem. Wir arbeiten mit einem kommunizierenden Sicherungssystem, das aus einem roten Rollenkarabiner und einem schwarzen Einhandkarabiner besteht. Denke beim Umgang mit dem Karabiner daran, dass immer nur ein Karabiner geöffnet werden kann, niemals beide gleichzeitig. Beide Karabiner haben eine bewegliche Öffnung. Um den Karabiner zu öffnen, muss zuerst der Hebel am Griff des Karabiners gedrückt werden. Den Hebel gedrückt halten und mit der anderen Hand manuell den Karabiner öffnen. In der Nase der beiden Karabiner sind Magnete verbaut. Diese entriegeln die Sicherung der Karabiner, wenn dieser am Sicherungssystem eingehängt wird. Zum Einsichern überprüfe zuerst, welcher Karabiner geöffnet ist. In diesem Fall ist der schwarze Karabiner, hier erkennbar an der C-Öffnung, geöffnet. Den Karabiner mit dem Pfeil auf der Nase des Karabiners auf den roten Teil der Zunge des Magneten setzen und sanft zudrücken.
Nun den Hebel am Griff des Rollenkarabiners drücken und diesen von Hand öffnen. Jetzt den Rollenkarabiner hinter den schwarzen Karabiner einhängen. Zum Aushängen aus dem Sicherungssystem benötigst du einen roten Magneten an einem Seil mit offenem Ende. Im ersten Schritt den schwarzen Karabiner vom Stahlseil lösen, dazu den Hebel am Hals gedrückt halten und den Karabiner sanft vom Stahlseil wegziehen. Dann den Karabiner am roten Magneten am Seil schließen und abziehen. Da der eine Karabiner geschlossen ist, kann nun der Rollenkarabiner geöffnet und ausgehängt werden. Für den Aufstieg zu den ersten Plattformen sicherst du dich am Höhensicherungsgerät. Zunächst das Sicherungssystem zu dir heranziehen. Fange mit dem geöffneten Karabiner an, dich am schwarzen Steigbügel einzuhängen. Dann den zweiten Karabiner öffnen und ebenfalls am schwarzen Steigbügel einhängen. Beim Leiteraufstieg musst du dich dreifach sichern. Nachdem deine beiden Sicherungskarabiner eingehängt wurden, wird der kleine am Sicherungsseil befestigte Karabiner in deine Zentralöse eingehängt. Nun kannst du aufsteigen. Das Höhensicherungsgerät funktioniert wie ein Sicherheitsgurt im Auto. Bei ruckartigem Zug blockiert das System. Erst durch Entlasten lässt es sich wieder in Bewegung setzen. Oben angekommen erfolgt das Umhängen in die Zwischensicherung. Du beginnst mit dem schwarzen Karabiner, dann folgt der rote Karabiner. Kleiner Tipp: Hierfür die Rolle mit der Öffnung in eure Richtung unter Mithilfe der zweiten Hand auf eine möglichst gerade Stelle dicht über das Stahlseil einhängen, bis ein Klick ertönt. Löse nun den letzten Karabiner aus deiner Zentralöse und dann kann der nächste starten. Auf einer Plattform dieser Größe dürfen 3 Personen stehen. Beim Klettern eines Elements darf immer nur eine Person in der Sicherung des Elements eingehängt sein. Bitte aufmerksam sein und gegebenenfalls warten, bis das Element frei ist. Wieder beginnst du beim Einhängen mit dem schwarzen Karabiner. Dann folgt der rote Rollenkarabiner. Im Kletterelement muss immer der schwarze Karabiner vor dem roten Karabiner sein. Und wo kann ich mich festhalten? Primär an den Seilen des Elements, wenn solche vorhanden sind. Sonst, so wie hier, am Sicherungsseil des roten Rollenkarabiners. Niemals ins Stahlseil fassen. Es besteht erhebliche Verletzungsgefahr. Im Parcours haben wir ein Einbahnstraßensystem, um Stau zu vermeiden. Wenn du nicht mehr weiter kannst oder willst, nicht in die andere Richtung zurückklettern, rufe ganz laut Trainer. Dann helfen wir dir erst vom Boden aus und kommen sonst zu dir hoch und seilen dich ab. Für die Kleinen unter uns haben wir auf jeder Plattform diese kleinen Läuteklötze angebracht, damit ihr die Sicherungsseile über euch erreichen könnt. Bevor du in eine Seilrutsche, auch bekannt als Flying Fox, startest, ist es besonders wichtig, sich zu vergewissern, dass die Bahn frei ist. Erst dann darfst du dich einhängen. Die Karabiner bitte wieder nacheinander aufsetzen. Den schwarzen Karabiner auf die Zunge des Magneten aufsetzen, den roten direkt aufs Stahlseil dahinter. Jetzt unbedingt den roten Karabiner einmal auf dem Stahlseil vor- und zurückrollen lassen, um zu prüfen, dass er richtig aufliegt. Erst dann setzt du dich in deinen Gurt. Du spürst, dass der Gurt dein gesamtes Gewicht trägt. Wenn du dich trotzdem festhalten willst, die Hände locker an das Band des roten Karabiners. In einer Seilrutsche niemals am Band des schwarzen Karabiners festhalten. Während der Fahrt leicht nach hinten lehnen und mit den Beinen Fahrradfahrbewegungen machen. So hältst du die Spur und die Wahrscheinlichkeit, dass du unten nicht auf dem Hintern landest, vergrößert sich. Am Boden angekommen, zuerst den schwarzen Karabiner lösen, am Ausstiegsseil wieder schließen, dann den Rollenkarabiner aushängen und die Landezone freimachen. Bevor jeder von euch nun einmal den Übungsparcours beschreitet, noch einige wichtige Anweisungen, die zwingend einzuhalten sind. A- oder B-Parcours müssen zum Warmklettern geklettert werden. Ab Verlassen des Bodens herrscht Sicherungspflicht. Bitte ein Verdrehen der Seile vermeiden. Den Kopf niemals zwischen die Seile stecken. Die Karabiner weder gegeneinander noch auf die Hülsen oder das Stahlseil schlagen. Am Boden über die Schultern legen.
Bei Nichteinhaltung gibt es eine Verwarnung. Beim nächsten Mal wird der Gurt eingezogen. Bei grobem Unfug ist der Gurt sofort weg. Damit wir überprüfen können, ob du das Video wirklich angeschaut hast, fragen wir dich an der Kasse nach dem Passwort. Viel Spaß bei uns im Waldseilgarten Herrenberg.